Freunde, das wird eine ganz besondere Folge heute. Wir beschäftigen uns mit der Serie Auf Achse. Und ich hau mal ein paar Informationen für euch raus, wenn ihr diese Kultserie nicht kennt. Nein, eigentlich kennt jeder diese Kultserie, egal ob man jemanden fragt, der LKW fährt, der LKW interessiert ist oder der gar nichts mit LKW zu tun hat. Jeder kennt im Prinzip die Serie Auf Achse. Wenn nicht, auf jeden Fall schauen. 1978 wurde sie gestartet in Deutschland. Da kam die erste Pilotfolge raus mit zwei wichtigen Hauptdarstellern, die nicht immer in der Serie dabei waren. Falls ihr die Information nicht wusstet, bleibt auf jeden Fall dran. Und warum ich euch sage, dass heutzutage die Serie, so wie sie gedreht wurde, gar nicht mehr machbar war. Das war eine Serie, die von der Produktion her, von den Dreharbeiten unfassbar anstrengend war. Das werde ich euch alles in dieser Videofolge hier erzählen. Ich werde euch auch sagen, was Elton John mit der Serie zu tun hatte, warum es eine Folge gab in den ganzen 6 Staffeln, die für richtige, hitzige Diskussionen geführt hat und warum, das habe ich auch rausgefunden. Das kommt alles in dieser YouTube-Folge. Das heißt, wenn euch diese Folge gefällt, wisst ihr, was ihr zu machen habt, ne? Das Däumchen nach oben. Das hier ist quasi so die Videoreihe wie dieses Video mit Spedition Rikö. Da habe ich wirklich jetzt hier stundenlang gesessen und habe ausgearbeitet und geguckt und gegengeprüft etc. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr einen netten Kommentar da lasst, wenn ihr die Folge kennt oder auch nicht kennt und ob euch das Videoformat gefällt. Dann lasst es mich wissen. Wir gehen rein in die Kultserie schlechthin in Deutschland, Auf Achse. Ja, 1978 ist sie gestartet, 6 Staffeln, insgesamt 86 Folgen. Das Interessante, hau ich euch gleich mal am Anfang mit raus, ihr kennt doch sicherlich alle diese Titelmelodie. Ich hoffe, ich kann sie hier einblenden. Franz Meersdorf, Günter Willers und ihre Maschinen. 320 PS. So, diese Titelmelodie, die ihr alle kennt, war gar nicht geplant für die Serie Auf Achse. Das Besondere ist, dass die Produktionsfirma das so fest eingeplant hatte, dass in der ersten Staffel ein Fehler im Outro ist. Das heißt, wenn ihr die erste Staffel irgendwo habt, dann spult mal zum Outro zurück und bei dem Punkt Musik. Wenn ihr es nicht habt, ich habe es für euch mal kurz da. Dort steht tatsächlich Musik komponiert von Elton John. Das geht über die komplette erste Staffel. So, es kam dann aber irgendwie nicht zu einer Einigung mit den Rechten von Elton John. Deswegen wurde beauftragt, ich schaue kurz auf mein Skript, Paul Vincent Gunja. Der hat dann die Titelmelodie geschrieben, die ihr alle kennt oder die wir kennen von der Serie. Und ich bin eigentlich auch wirklich froh darüber, dass es nicht das Ding von Elton John geworden ist. Es klingt sehr ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich das einblenden kann. Ab der Staffel 2 seht ihr dann im Outro tatsächlich die Korrektur. Dort steht dann, wer wirklich die Titelmelodie geschrieben hat. Kommen wir zu den Produktionskosten. Ja, was hat jetzt ungefähr eine Serie gekostet? Man findet leider nichts hundertprozentiges, sondern nur Schätzungen. Man schätzt, dass damals eine Folge der Serie um die 300.000 Mark gekostet hat. Das sind so ungefähr 250, lass mich kurz gucken, 270.000 Euro in der heutigen Zeit und Währung. War sehr teuer, weil die sind wirklich durch die halbe Welt gereist. Und da kommen wir gleich zu in den nächsten Kapiteln. Das waren sehr, sehr aufwendige Dreharbeiten. Und warum etc., das werde ich euch gleich erklären. Nur mal zum Vergleich. Ein Tatort hat so zwischen 150 und 200.000 Mark Produktionskosten gehabt. Derrick 120, 160.000 Mark. Und Polizeiruf 110, weil damals war Deutschland noch geteilt, da gab es quasi noch die DDR. Da war die Kultserie 110, Polizeiruf 110, die lag ungefähr bei 100.000 D-Mark. Zum Vergleich, was die Amerikaner für ein Budget hatten, die reichen Herrschaften, da lag eine Folge Dallas 1978, also wo die erste Folge Auf Achse rauskam, bei 1 bis 1,5 Millionen Budget für eine Folge. Das müsst ihr euch mal reinpfeifen. Und trotzdem sage ich euch so, wie es ist, Auf Achse ist jede Folge besser als eine Folge Dallas. So, da lege ich mich jetzt hier fest.
Ja, kommen wir zu den Hauptdarstellern. Das waren quasi zwei, die durch die ganzen Staffeln getragen wurden. Das war einmal Manfred Krug, der die Rolle des Franz Merstonk verkörpert hat. Und das war einmal Rüdiger Kirchstein, der den Günther Willers gespielt hat. Manfred Krug ist leider schon verstorben. Rüdiger Kirchstein lebt zurückgezogen in Spanien auf seiner Finca. Und zuletzt hat man ihn gesehen 2018. Da hatte er einen Kurzauftritt auf der IAA. Ansonsten hält er sich mit Kameraauftritten zurück und möchte auch nicht mehr vor die Kamera. Ich habe mal eine Presseanfrage gestellt. Ja, leider ist da nicht mehr viel zu machen. Das war 2018. Der Mann ist jetzt auch in einem gesetzten Alter. Er möchte einfach seine Ruhe haben und das gönnen wir ihm auch. Aber wenn Sie das sehen, Herr Kirchstein, dann danken wir Ihnen hier im Namen meiner Community für die tolle Serie. Warum sind die Hauptdarsteller so unersetzbar gewesen in der Serie? Einmal kannten sie sich tatsächlich mit LKW aus. Manfred Krug hatte seinen LKW-Führerschein meines Wissens in der DDR gemacht. Er ist ja in der DDR geboren, ist dann geflüchtet nach Westdeutschland, wurde dann sogar ausgebürgert von der DDR. Sie waren echt sauer, denn Manfred Krug war damals schon ein Schauspieler in der DDR und kein Unbekannter. Und Rüdiger Kirchstein war ein ehemaliger Berufskraftfahrer tatsächlich. Manfred Krug hatte den Führerschein, aber Rüdiger Kirchstein ist tatsächlich beruflich eine Zeit lang gefahren und war ein echter Berufskraftfahrer. Deswegen haben sie auch in der Serie die LKWs zum größten Teil alle selber gefahren. Man brauchte ihnen das nicht erklären. Als Schauspieler und LKW-Fahrer waren sie natürlich perfekt. Nicht aus! Warum nicht? Da steht ein Pfeiler einfach daneben. Okay, zurück und durch den Fluss. Oh. Und manche harmlos scheinende Furt muss erst einmal durchwartet werden, um jedes Risiko für Schauspieler und Material weitgehend auszuschließen. So, leider muss man natürlich dazu sagen, wenn ihr alle Staffeln gesehen habt, dass irgendwann Rüdiger Kirchstein nicht mehr dabei war. Die Rolle Günther Willers hat die Serie verlassen nach Staffel 4. Es gab da noch 2 Staffeln, einmal die Super Staffel 5, warum Super Staffel, sage ich euch noch, und die Staffel 6. Da war der Rüdiger Kirchstein mit seiner Rolle Günther Willers nicht mehr dabei. Er ist aus der Serie ausgestiegen. Man findet tatsächlich nicht viel, warum. Also es gibt, man munkelt entweder, es gab Streitigkeiten mit anderen Schauspielern, vielleicht sogar mit Manfred Krug, oder dass man sagt, aus privaten Gründen. Egal wie, er ist auf jeden Fall ausgestiegen. In Staffel 5 und 6 war er halt nicht mehr dabei und musste ersetzt werden. Was war es bei Ihnen? Schöpferische Pause oder Befreiungsschlag? Bei mir war es wohl eine schöpferische Pause, weil ich auch mal was anderes gemacht habe. Ich habe wieder mal viel Theater gespielt, andere Dinge gedreht und fühle mich ein bisschen aufgefrischt hier drin in dieser Staffel auf Achse. Also doch irgendwo erholt, sagen wir mal, mit neuen Ideen und etwas reifer vielleicht durch die 3 Jahre oder wie lange das war. Weißt du, woran es liegt, dass wir uns nicht vertragen? Nee. Wir sitzen wieder mal zusammen in einer Kabine. Tja, mir wären getrennte Betten auch lieber. Manfred Krug blieb tatsächlich bis 1996 in der 6. Staffel. Und diese Staffel ist sehr, sehr traurig. Das Ende der Auf-Achse-Ära ist wirklich sehr traurig. Das erzähle ich euch gleich nochmal. Dort ist Manfred Krug noch drinne gewesen, aber seine Rolle wurde immer weiter zurückgefahren, denn die Produktionsfirma dachte sich, okay, wir ersetzen Manfred Krug und quasi den Günther Willers, der aber schon Staffel vorher ausgeschieden ist, durch neuere Charaktere, jüngere Schauspieler, um das jüngere Publikum anzusprechen, was einfach nicht funktioniert hat. Deswegen wurde Günther Willers in der Serie immer weiter zurückgenommen laut Drehbuch und kam immer weniger vor der Kamera vor und wurden dann ersetzt durch die Figuren Kaczynski, verkörpert durch Armin Rohde, oder Eddie, verkörpert durch Markus Knüffgen. Und die sollten das jüngere Publikum ansprechen, was aber gründlich in die Hose gegangen ist. Ja, die beiden Armin Rohde und Markus Knüffgen waren in 6 Folgen der Staffel 1996 zu sehen, also die 6. Staffel, und waren damit zugleich der Serienabschluss. Das muss für einen Schauspieler, glaube ich, auch schlimm sein, wenn du dann
die Chance kriegst von dieser bekannten Serie, du kannst jetzt quasi die Hauptrollen übernehmen. Und ja, es gab da nur noch 6 Folgen. Also man muss dazu sagen, dass die beiden neuen Hauptdarstellern halt, wie gesagt, die Chance gekriegt haben, die Serie zu übernehmen. Und das Ganze ging gründlich in die Hose. Die Einschaltquoten sind halt gesunken. Ich kann euch das Ganze mal so verdeutlichen, dass Staffel 1 bis Staffel 4 13 Folgen immer hatte. Es kam immer 3 Folgen im Monat sozusagen. Und Staffel 5 war die Superstaffel. Da kamen 26 Folgen raus. Allerdings wurde der Zeitraum verlängert. Ich zeige euch hier mal ganz kurz eine Auflistung, damit ihr das erkennt. Staffel 1 bis Staffel 3 war so zwischen März, Juni, Juni, Oktober. War quasi in 4 Monaten war eine Staffel abgedreht, beziehungsweise veröffentlicht. Bei der Staffel 5 dachte man sich, okay, wir hauchen der Serie auf Achse jetzt mal ein neues Leben ein. Wir brauchen einfach viel mehr Drehtage und haben dann ganze 26 Folgen für eine Staffel gedreht, also doppelt so viel. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Veröffentlichung von der 1. bis zur 4. Staffel immer 4 Monate waren und die Staffel 5 wurde über 13 Monate gestreckt, sodass im Monat auch nicht mehr Folgen kamen. Also man hatte aber mehr produziert. Und das Traurige ist dann hier, dass Staffel 6 quasi der Abschluss, und jetzt passt genau hin, nur 6 Folgen produziert worden. Da war Manfred Krug halt noch quasi manchmal mit dabei. Es war ein sehr trauriges Ende der Serie, aber diese 6 Folgen wurden in 2 Jahren veröffentlicht. Also man geht davon aus, dass nicht viele Werbepartner gefunden wurden, die Einschaltquoten sind gesunken und dementsprechend hat sich die 6. Staffel auf 2 Jahre hingezogen. Das ist undenkbar in der heutigen Zeit. Überlegt mal, ihr schaut eine Serie, die ihr irgendwo jetzt kennt aus der Neuzeit, keine Ahnung, aus irgendeinem Streamingdienst, und auf einmal kommt die neue Staffel nicht in 4 Monaten, also quasi 3 oder 4 Folgen im Monat, sondern auf 2 Jahre verteilt. Das ist also völlig krass gewesen. Und das war dann auch das Ende der Serie. Ja, kommen wir zu meinem Lieblingskapitel. Das ist Drehorte und interessantes Wissen dahinter. Die Serie auf Achse wurde tatsächlich in über 15 Ländern gedreht, außerhalb von Deutschland. Und da muss ich kurz ablesen, das ist Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, Türkei, Iran, Chile, Nigeria, Südafrika etc. etc. Das heißt, die Schauspieler und Filmteam mussten auch gerade in den südlichen Ländern mit unsäglicher Hitze arbeiten. Es gab eine Folge, da musste der Kameramann alleine die Kamera führen. Es gab nur eine Kamera und sie hatten über 40 Grad im Schatten und haben 14 Tage dort durchgedreht. Zum ersten Mal wird das auf Achse-Team von einer Frau durch chilenisches Ödland geführt. Ein Kraftakt für Ilse Hoffmann. Ja, also ich glaube schon, dass es ziemlich anstrengend wird. Wir sind ja jetzt erst in der 2. Woche, also so ganz genau kann man noch nicht sagen, was auf uns zukommt. Aber es ist ja so, letztes Mal haben das 3 Regisseure gemacht und auch, glaube ich, 2 Kameraleute. Jetzt ist es nur ein Kameramann, ein Regisseur. Also ich bin gespannt, wie wir nach 3 Monaten ausschauen werden. Und haben in teilweise Kaschem übernachtet und nicht in Luxushotels. Die Wüste, die heißt Atacama. Hier zu leben ist wirklich ein Drama. Und doch gibt es bis heute hier immer noch Leute. Und mit ihnen leidet das Lama. Schauspieler und die Nebendarsteller, teilweise wurde auch mit örtlichen Kräften gearbeitet. Das heißt, die Komparsen waren welche, die dort gelebt haben, also quasi Nigerianer in Nigeria und Chile, Leute in Chile. Und das Interessante ist auch, es wurde auch nicht übersetzt. Die Serie war damals darauf ausgelegt, dass Authentizität verkörpert werden soll. Deswegen wurden die Landessprachen nicht übersetzt. Es gibt zum Beispiel diese Szene hier mit Manfred Krug, da seht ihr das mal eindeutig. J'ai l'impression que vous êtes fou, à moins que vous ne savez pas lire. Dans ce cas, vous ne pouvez pas conduire. Ici, la vitesse est limitée à 20 km. Ja, ich bin ja 20 gefahren. Non, vous avez roulé presque à 100 km à l'heure. Allerhöchstens 30. Aber mehr nicht. 100, Monsieur. 100? Ja. Die kann ich ja gar nicht fahren mit der Last hier. De toute façon, vous avez roulé trop vite, Monsieur. Schnell. Du. Können Sie mir mal erklären, wieso hier 20 dran steht? Hier ist doch weit und breit nichts los, keine Baustelle und nichts. C'est le camion Almerx. Et vous venez avec moi.
Was? Genau, das war mit Absicht so gemacht. Es wurde nicht auf Deutsch übersetzt, um die Authentizität zu wahren. In Chile und in Südafrika gab es auch noch eine Besonderheit. In Chile zum Beispiel gab es die Diktatur Pinochets, ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Da gab es dann Probleme mit den Drehgenehmigungen. Das bedeutet, es musste dann gerade in Chile und in Südafrika auf einheimische Produktionsfirmen zurückgegriffen werden, beziehungsweise Assistenten von denen, damit sie dort drehen könnten. Das heißt, es war ein Land voller Unruhe und Spannungen und sie haben trotzdem durchgezogen und haben die Serie in den Ländern weiter gedreht. Das müsst ihr euch wirklich mal vorstellen. In Südafrika war das Problem der internationalen Sanktionen. Da war es diese Apartheid von dem Diktator dort und dort gab es auch Versorgungsengpässe und trotzdem sind sie mit den LKWs dahin. Es wurden LKWs kaputt gefahren, die mussten hintransportiert werden. Sie mussten teilweise unter freiem Himmel schlafen, in irgendwelchen Kaschemmen bei Einheimischen. Sie sind in abgelegene Dörfer, wo sie da in der Nähe gedreht haben. Dort wurden sie mit Nahrung versorgt. Also alles andere weit weg, wie es heutige Standards wären, mit einem 5-Sterne-Luxushotel mit Privathelikopter vermutlich wieder zum Drehort hin. Das heißt, dieser Manfred Krug und Rüdiger Köchstein haben damals wirklich richtige Kraftarbeit geleistet für diese Serie. Deswegen war sie auch vermutlich auch so anstrengend für die Schauspieler, dass sie manchmal am Set einen halben Nervenzusammenbruch bekommen haben, denn man konnte intern lesen, dass es halt immer zu Streitigkeiten gab, oder es gab immer, was heißt immer, es kam zu Streitigkeiten zwischen Regie, Schauspielern, weil die unter glühender Hitze drehen mussten und es war eine richtige Kraftanstrengung für die Herrschaften. Da muss man mal Daumen hoch da lassen. Interessant ist auch, dass viele Szenen immer improvisiert wurden. Das heißt, das Drehbuch war meistens gar nicht fertig. Das spiegelte, glaube ich, auch diese Authentizität her. Es gab auch tatsächlich Hindernisse, die waren gar nicht im Drehbuch eingeplant. Sie haben gedreht mit realem Verkehr. Das heißt, der Straßenverkehr, wo sie gefahren sind, wurde nicht extra, wie es heute Standard ist, abgesperrt und so Komparsen mit Autos oder anderen LKWs eingesetzt, sondern in manchen abgelegenen Gegenden, wo sie mit den LKWs für die Produktion und der Folge gefahren sind, waren das tatsächlich Original-LKW-Fahrer, die in diesem Land da gerade unterwegs waren. Und das kam natürlich dazu, dass Hindernisse stattgefunden haben, dass improvisiert werden musste und. Es gibt zum Beispiel auch eine überlieferte Szene, da hat sich der Kameramann spontan, das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, ungesichert auf das Dach eines LKWs gelegt, um diese Szene mit der Kamera richtig einzufangen, weil damals gab es halt keine GoPros, die du irgendwo hingeheftet hast, sondern da musste der Kameramann tatsächlich mit der Riesenkamera rumwerkeln. Und dann hat er sich irgendwo auf dieses LKW-Dach gelegt und hat gesagt, jetzt fahr mal, dann drehen wir die Szene einfach mal im Fahren aus dem Dach oben drauf. Da wurde nicht extra irgendwelche Kameras irgendwo draufgeschraubt, sondern das Budget hatten sie gar nicht. Der Kameramann hat einfach im Einsatz seines Lebens sozusagen und schweren Verletzungen einfach oben auf dem Dach gefilmt. Es gab auch eine Szene, da hat Manfred Krug eine Verletzung davon getragen. Er hatte wohl so eine Wasserflasche aufgemacht und der Deckel ist abgesprungen, weil die Kohlensäure so unter Druck war oder die Flasche war unter Druck, dass es ihn an Auge getroffen hat. Da musste er in das örtliche Krankenhaus. Die Folge wurde erstmal weitergedreht und diese Stellen, wo Manfred Krug dann reinkam, wurden erstmal weggelassen. Nachdem er sich erholt hatte und quasi die Blessuren weggeschminkt werden konnten, ist er dann quasi nachträglich dann wieder dazugekommen und hat diese Szenen dann ja nachgedreht, sodass diese Folge dann auch fertig wurde. Ja, in Staffel 5 zeichnete sich schon ab, dass irgendwas mit der Serie auf Achse aus den Fugen gerät. Die Serie auf Achse war immer für den Realismus quasi bekannt, für die Fahrtstrecken, die dem Zuschauer nachvollziehbar waren, wenn durch diese Länder gefahren wurde. Und bei der Superstaffel, Staffel 5, also die vorletzte, gab es eine Folge. Diese Folge hat für heftige Kritik gesorgt. Man stellt sich das heute mal im Social Media vor, da wäre richtig was los gewesen. Die Zuschauer und Fans der Serie waren mit der Folge gar nicht einverstanden. Und zwar nennen wir sie einfach mal die Lappland-Story. Was ist in der Lappland-Story eigentlich passiert? Es handelt sich um Staffel 5, Folge 20 und 21. Dort sollte ein Goldschürfgerät von Südafrika nach Lappland-Kirkenes transportiert werden. Und in der Serie kam es so rüber, beziehungsweise wurde es so dargestellt, dass diese ganze Route auf Rädern stattgefunden hat, was nahezu in der damaligen Zeit unmöglich gewesen ist, denn der Transport hätte durch Länder fahren müssen, wo es damals politische Spannungen gab, Unruhen, Aufstände etc. Das heißt,
Dieser Transport wäre auf Rädern so gut wie unmöglich gewesen. Zwar könnte man ausrechnen, dass der Schiffsweg und der Landweg ungefähr gleiche Tage an Fahrt hätten, aber wie gesagt, die hätten durch Länder fahren müssen, wo man nicht durchkommt, weil da politische Unruhen waren. Dementsprechend gab es da richtige Kritik, weil die Serie einfach so durch Schnitte so getan hat, als wenn sie mal ruckzuck durch diese ganzen Länder gefahren sind. Ich habe euch das Ganze mal aufgelistet, durch welche Länder sie hätten fahren müssen und auch mal eine Beispielgrafik, wie der Seeweg gegangen wäre, okay? Die Kritik war halt folgendes. Ich habe das Ganze mal recherchiert. Der Transportweg auf dem Landweg wäre theoretisch gewesen von Johannesburg nach Namibia, durch Marokko, dann die Fähre nach Spanien, durch Deutschland, nach Schweden hoch und dann rüber nach Lappland. Wären ungefähr 15.000 Kilometer, tägliche Fahrleistung realistisch ca. 700 bis 800 Kilometer, Gesamtzeit inklusive Zoll, Pannen, Pausen 25 bis 30 Tage, da gehen wir mal eher aus, dass es so 30 Tage plus wären. Das wäre der Landweg gewesen. Ja, also diese Rechnung hatten damals die Zuschauer nicht, aber die waren damals schon Füchse, die haben gesagt, nee. Also sonst waren alle Staffeln und alle Folgen immer so wirklich ein bisschen realistisch und man konnte das Ganze nachvollziehen, aber die Folge, die hat echt reingeschissen. Zum Vergleich, der Schiffsweg wäre gewesen von Kapstadt nach Hamburg und dann per Bahn oder LKW nach Lappland. Das wäre Kapstadt-Hamburg, wäre Seeweg 20, 25 Tage gewesen und dann nochmal von Hamburg nach Lappland, Bahn plus LKW ca. 3 bis 5 Tage, wären so 25 bis 30 Tage realistische Gesamtzeit gewesen. Wie gesagt, diese Folge hat für richtig Unruhe in der Szene damals gesorgt und ist daher unsere eigene Kategorie, die Lappland-Story. Ich denke mal, ja, also ich glaube, diesen Fakt, den habt ihr auch noch nicht gewusst. Kommen wir zu den LKWs, die damals verwendet wurden. Ne? Das war, der berühmteste war der blaue Mercedes-Benz NG, den Franz Merston gefahren hat. Das war ein 1632. NG steht für neue Generation und der war natürlich der bekannteste überhaupt. Den gibt es, glaube ich, auch noch in manchen Ausstellungen. Den Original-LKW kann man irgendwo finden, wenn so historische LKWs irgendwo ausgestellt werden. Der reist manchmal rum. Ich blende euch hier mal ein Foto ein von jemandem, der ihn fotografiert hat. Weiter waren dabei MAN F8 und F90, die sind mehrfach zu sehen gewesen. Volvo F10, F12 in den späteren Staffeln und vereinzelt auch Scania in den Auslandsfolgen. Auch ein Ford Transcontinental und einige DAF-Modelle waren in der Serie zu sehen. Übrigens besonderer Hinweis, viele dieser LKWs waren teilweise original beschriftet mit realen Speditionen. Das wäre in der heutigen Zeit überhaupt nicht denkbar, weil das Fernsehen möchte keine Werbung machen für andere. Aber damals war das einfach okay. Und dann gab es auch manche LKWs mit Fantasielogos oder Fantasiespeditionsnamen drauf. Aber tatsächlich gab es LKWs, die hatten reale Speditionsnamen draufgetaggt. Da konnte dann der ein oder andere Spediteur sein LKW-Logo und Firmenname in der angesagtesten LKW-Serie der deutschen Geschichte sehen. Auch spannend. Die Fahrzeuge waren übrigens auch authentisch ausgestattet, also da wurde nicht extra was eingebaut, nur für die Schauspieler, sondern sie waren reale Fahrzeuge mit realer Ausstattung. Ja, so wie das damals halt war. Sie wurden auch beim Beladen und Entladen so gefilmt. Und die meisten Szenen haben tatsächlich die Hauptdarsteller selber gefahren. Das ist halt krass, ne? Ja, dann kommen wir jetzt schon zu Staffel 6, die traurige Staffel. Staffel 6 hatte es nur noch bis zu 6 Folgen geschafft. Rüdiger Kirchstein alias Günter Willers war schon ab Staffel 5 der Superstaffel nicht mehr dabei. Die Staffel 5 sollte also quasi, weil dort die Einsteigquoten noch da waren, sollte die Serie nochmal zu neuen Leben erwecken und nochmal mehr pushen. Und sie haben nochmal alles reingesteckt. Aber es hat einfach nicht mehr funktioniert. Kritiker haben damals geschrieben, dass ab Staffel 5 die Serie ihre Authentizität verloren hat. Die Serie artete dann nicht mehr so in diese Fahrszenen aus, also quasi, dass sie zum Beispiel mit ihrem LKW in irgendeinem Dorf waren und mussten dann den Spediteur oder Disponent anrufen, weil damals gab es ja keine Handys, sondern ab der Staffel 5 artete das so in so Rollen aus, dass dann spezielle Punkte angefahren wurden und weniger mit LKW-Fahren zu tun hatte, eher weniger mit Fracht aufnehmen und Fracht abladen. Das waren halt die kritischen Stimmen in den Zeitungen zur damaligen Zeit. Und das hat tatsächlich, die Superstaffel war irgendwie mit der Absturz der ganzen Serie. Also das, was sie eigentlich machen wollten, die Serie zum neuen Leben erwecken und wieder mehr hypen, haben sie mit ihren Stories, die sie noch neben den LKW-Fahren mit eingebunden hatten, dazu geführt, dass die Fans ausblieben. Dann kam
Rüdiger Kirstein war da ja dann schon weg. Nach der Staffel 4, vielleicht liegt es auch daran, dass er das Drehbuch für Staffel 5 gelesen hat und hat gesagt, nee, das hat jetzt nichts mehr mit der eigentlichen Serie zu tun, sondern das ist ja jetzt mehr hier wie so eine Filmromanze oder Filmdrehbuch und es hat nicht mehr so viel mit LKW-Fahren zu tun, dass er deswegen gesagt hat, okay, ich mache ab Staffel 5 nicht mehr mit. Wer weiß, das können wir nur mutmaßen. Für mich eine logische Erklärung, dass die Authentizität irgendwo weggenommen wurde. Kam dann zu Staffel 6 mit den neuen Hauptdarstellern und Manfred Krug wurde immer mehr quasi aus dem Drehbuch rausgeschrieben, weil man halt der Meinung war, okay, neue Akteure, neue Hauptdarsteller müssen dort rein, damit die Serie wieder mehr Einschaltquoten bekommt. Und das hat ab erster Folge Staffel 6 überhaupt nicht mehr funktioniert. Also man kann so sagen, nach Staffel 5 zu den letzten Teile sind die Einschaltquoten schon dramatisch gesunken und mit der Staffel 6 haben sie 6 Folgen produziert. Und ab der ersten Folge schon sind die Einschaltquoten so dermaßen in den Keller gegangen, dass sich dann quasi die 6. Staffel, wo nur 6 Folgen gedreht wurden, also es wurden dann auch nicht mehr 13 gedreht, es blieb bei den 6, um die Serie auslaufen zu lassen mit einem wirklich tragischen Ende, weil ich hätte es den Hauptdarstellern gegönnt, dass die quasi die Serie dann zu Ende bringen. Aber wie es dann immer so ist, haben dann neue Hauptdarsteller die Serie inne gehabt und mussten dann leider das traurige Ende mit durchspielen. Das hat dann dazu geführt, dass die Einschaltquoten so dermaßen in den Keller gegangen sind, dass diese 6 Folgen auf 2 Jahren gestreckt wurden. Letztendlich war das dann das Ende der Kultserie auf Achse. Mein Fazit, warum die Serie niemals wiederbelebt werden kann, möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist natürlich meine persönliche Meinung und ihr schreibt eure Meinung bitte gerne in die Kommentare. Meiner Meinung nach wäre es heute nicht mehr so umsetzbar. A, hatte die Romantik die alten LKWs von früher, denn die Motorgeräusche wurden halt original genommen, also die wurden original eingespielt. Das waren alte LKWs, die haben halt einen Motorsound gehabt. Das haben unsere neuen modernen LKWs einfach nicht mehr. Auch wenn wir von den dieselbetriebenen LKWs sprechen und nicht von den elektrifizierten. Die damaligen LKWs haben gequalmt, haben geraucht, haben geknattert und das hatte sein eigenes. Das würden wir heute so nicht mehr drehen können. Dann fehlen uns die Hauptdarsteller. Ich meine, wer soll ein Manfred Krug und ein Rüdiger Kirstein denn bitte schön ersetzen? Die waren Charaktere dieser Sendung und sind unersetzbar. Mir fiel heutzutage kein Schauspieler ein, der die ersetzen könnte. Man stelle sich mal vor, die wollen ein Remake machen mit Auf Achse und du als Schauspieler wirst angefragt und sollst einen Manfred Krug ersetzen. Also das kann doch nur nach hinten losgehen. Ja, wir sind mit einem ziemlich kleinen Team unterwegs. Wir sind, wie zum Beispiel hier in diesem Wasserdschungel, in diesem Mangrovenwald, mit kleinen Trupps unterwegs, müssen uns behelfen, können nicht in airconditioned Bussen fahren und können nicht eine große, noble Produktion abziehen, sondern wir müssen wie eine kleine Expeditionstruppe arbeiten. Und das ist eine Herausforderung, zusätzlich über das hinaus, was man normalerweise als Schauspieler im Studio oder im Atelier machen muss, wenn man seinen Text abliefert, so anständig wie möglich. Das ist natürlich auch ein Reiz, der davon ausgeht. Wir sehen neue Länder, wir sehen neue Landschaften, wir sehen neue Weltgegenden, wir lernen neue Völker, neue Leute kennen, andere Mentalitäten, wie zum Beispiel diese hier, die mir ein bisschen fremder vorkommt als alles, was wir bisher erlebt haben. Hat man denn überhaupt Gelegenheit, Land und Leute noch mitzukriegen neben der harten Arbeit? Bei keiner Gelegenheit besser als bei unserer, denn wir sind nicht an den Stränden, wir sind nicht an den Touristenattraktionen, sondern wir sind auf der Straße, an den Tankstellen, in Reparaturwerkstätten, in Dörfern, in Städten. Wir sind wirklich da, wo die Leute, die in diesem Land leben, leben. Sodass wir, glaube ich, mehr sehen als Touristen. Erstens, weil wir länger da sind und zweitens, weil wir bei den Leuten sind. Wir sind auch nicht in Luxushotels. Wenn man sich das Hotel anguckt, in dem wir jetzt sind, kann man nicht sagen, dass es ein Luxushotel ist. Wir leben also wirklich in dem Land. Dann die Drehorte und die Drehbedingungen. Nochmal, sie haben damals unter realen Bedingungen gedreht. Das heißt, der Schweiß war echt, diese nassen Haare, schweißgebadet, war alles echt. Und dementsprechend war die Authentizität auch gewahrt. Und das wäre heutzutage überhaupt nicht mehr möglich. Auch mit der modernen Technik würden wahrscheinlich die Produktionskosten ins Unermessliche steigen. Und ja, keine Ahnung. Vielleicht würden die Trucker-Babes sie dann vom Rang vertreiben. Nein, Spaß beiseite. Die Serie ist leider so, wie sie ist, Kult und bleibt es auch und wird wahrscheinlich auch niemals wieder angefasst werden. Aber die Serie auf Achse bleibt einmalige Spitze und wer Bock auf die Serie hat, der kann sich die Staffel kaufen und kann sich das Ganze irgendwo anschauen. Aber ein Remake
meines Erachtens wird sich keiner mehr trauen. Und ich glaube auch nicht, dass ein Schauspieler, wenn er das Angebot bekommt, sich da hinsetzt und sagt, okay, ich ersetze den mal. Weil unter den Bedingungen und wie die es damals gedreht haben, das hat, glaube ich, den Kultstatus auf Achse ausgelöst. Schreib mir bitte gerne in die Kommentare, wie deine Meinung ist. Und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest so einiges nochmal ein bisschen Details aus der Serie rauskitzeln, die du vorher nicht wusstest. Würde mich freuen, wenn du einen netten Kommentar da lässt. Dankeschön und bis dahin, gehabt euch wohl, euer Kai, macht's gut und schont euch. Jetzt werden wir dem alten Schlawiner mal guten Tag sagen, hä? Wieso? Kennst du den Fahrer? Und ob? Verdammt, der lässt sich einfach nicht abhängen. Er fährt wie der Teufel. Hey! Hast der doch noch eine Mühle aufgetrieben? Und nicht die schlechteste. Was machen wir jetzt? Wir legen den ersten und zweiten Platz. Aha. Und wer den ersten? Ganz einfach. Der Bessere.